Hallo, ist dieser Platz frei? Ja, klar. Setz dich gerne. Ich heiße Jonas. Freut mich, Jonas. Ich bin Lena. Kommst du oft in diesen Park? Ja, fast jeden Tag. Ich lese hier gern ein Buch. Und du? Ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin gerade umgezogen und erkunde die Gegend. Ah, schön. Woher kommst du? Ich komme aus Köln, aber jetzt wohne ich in München wegen der Arbeit. Und du? Ich bin hier geboren. Ich arbeite in einer Werbeagentur. Interessant, ich bin Grafikdesignerin, also fast Kollegin. Oh, das ist ja ein Zufall. Vielleicht können wir mal zusammenarbeiten. Das wäre toll. Gefällt dir das Leben hier? Ja, München ist ruhig, aber es gibt viel zu tun. Und dir? Mir gefällt es sehr. Die Leute sind freundlich und das Essen ist lecker. Hast du schon das kleine Café an der Ecke probiert? Nein, noch nicht. Ist es gut? Sehr gut. Wenn du willst, gehen wir mal zusammen hin. Gerne. Hast du eine Nummer, damit wir schreiben können? Ja, sicher. Es ist 347621905. Super, ich habe sie gespeichert. Ich schreibe dir später. Perfekt. Einen schönen Tag noch, Lena. Danke, Jonas. Bis bald. Hallo? Wartest du auch auf den Bus Nummer 20? Ja, genau. Der Bus kommt immer ein bisschen zu spät. Ich heiße Felix. Freut mich, Felix. Ich bin Mia. Fährst du in die Innenstadt? Ja, ich habe heute Vorlesungen an der Universität. Und du? Ich arbeite in einem Büro. Manchmal komme ich zu spät, weil der Bus so lange braucht. Ja, das kenne ich. Wie lange arbeitest du schon dort? Seit etwa 6 Monaten. Und du, was studierst du? Architektur. Ich zeichne gern Gebäude und Pläne. Das klingt spannend. Ich habe Design studiert, also liebe ich auch alles, was kreativ ist. Ah, dann hast du sicher ein gutes Auge für Details. Danke. Fährst du jeden Tag mit diesem Bus? Fast immer. Manchmal fahre ich mit dem Fahrrad, wenn das Wetter schön ist. Ich habe auch ein Fahrrad, aber ich traue mich nicht, auf dieser Straße zu fahren. Verstehe ich. Der Verkehr hier ist wirklich schlimm. Magst du das Leben in Berlin? Ja, sehr. Aber manchmal vermisse ich meine kleine Heimatstadt. Sie war ruhiger. Kann ich gut verstehen. Ich komme auch vom Land, aber ich mag das Stadtleben. Ja, hier gibt es viele Cafés und schöne Orte. Vielleicht können wir mal zusammen in ein Café gehen. Gerne. Soll ich dir meine Nummer geben? Ja, bitte. Sie ist 352 784 190. Super, ich habe sie gespeichert. Ich schreibe dir später. Perfekt, bis bald. Oh, da kommt der Bus. Endlich. Steigen wir ein. Oh,
Die Schlange ist heute aber lang. Ja, wirklich. Es scheint, als wären alle zur gleichen Zeit einkaufen gegangen. Genau. Ich wollte nur Milch und Brot kaufen, und jetzt warte ich schon seit 20 Minuten. Das kenne ich. Ich wollte nur Kaffee, aber jetzt ist mein Korb voll. Typisch Supermarkt. Man kauft immer mehr als geplant. Ja, das stimmt. Kommst du oft hierher? Ja, der Supermarkt ist ganz in der Nähe meiner Wohnung. Und du? Ich wohne ein paar Straßen weiter. Mir gefällt es hier. Es ist sauber und ruhig. Ja, und die Bäckerei hier ist sehr gut. Hast du schon ihre Brötchen probiert? Ja, super lecker. Ich kaufe sie fast jeden Samstag. Ich koche gern, aber manchmal habe ich einfach keine Zeit. Das verstehe ich. Ich arbeite viel und bestelle oft Essen. Was machst du beruflich? Ich bin Fotograf. Ich mache Porträts und Hochzeitsfotos. Und du? Ich arbeite im Büro, im Rechnungswesen. Viele Zahlen, wenig Farbe. Hahaha, aber bestimmt bist du sehr organisiert. Ein bisschen. Aber ich vergesse trotzdem manchmal Dinge. Das passiert allen. Du bist wirklich sympathisch. Danke, du auch. Vielleicht können wir mal einen Kaffee trinken. Ich gebe dir meine Nummer. Gerne. Sie ist 346 195 823. Super. Ich habe sie gespeichert. Ich schreibe dir, wenn ich Zeit habe. Perfekt. Oh, jetzt sind wir dran. Endlich. Ich dachte schon, es dauert ewig. Hallo, wartest du auch auf jemanden? Nein, ich mache nur eine kleine Pause. Ich mag es, hier die Leute zu beobachten. Ja, der Platz ist sehr schön. Ich heiße Aya, freut mich. Freut mich auch, Aya. Ich bin Leo. Woher kommst du? Ich komme aus Japan, aber ich lebe seit einem Jahr hier in Köln. Und du? Ich komme aus Argentinien. Ich wohne seit fast 2 Jahren in Deutschland. Ah, dann kennst du die Stadt bestimmt schon gut. Ein bisschen. Aber ich verlaufe mich immer noch manchmal. Mir geht es genauso. Aber die Leute hier sind sehr nett und helfen immer. Ja, das finde ich auch. Arbeitest du hier? Ja, ich arbeite in einem Restaurant. Und du? Ich studiere Kunst an der Universität. Ich male und zeichne sehr gern. Oh, das ist schön. Ich zeichne auch manchmal, nur als Hobby. Dann musst du mal zu einem meiner Kurse kommen. Es macht Spaß.
Vielleicht, aber mein Deutsch ist noch nicht perfekt. Kein Problem. Du sprichst schon sehr gut. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Wirklich, das wäre super, weil die Grammatik ist manchmal schwierig für mich. Das verstehe ich. Ich kann dir helfen und du kannst mir Japanisch beibringen. Gute Idee. Soll ich dir meine Nummer geben? Ja, gerne. Sie ist 329 786 412. Perfekt, ich habe sie gespeichert. Ich schreibe dir später. Super. Es war schön, dich kennenzulernen, Leo. Ganz meinerseits, Aya. Wir sehen uns bald. Hallo, Laura. Schön, dich außerhalb des Büros zu sehen. Hast du das Café leicht gefunden? Ja, ganz einfach. Es ist wirklich schön hier. Gute Musik und der Duft von frischem Kaffee. Ja, ich komme oft her. Was möchtest du trinken? Einen Milchkaffee und ein Croissant. Und du? Ich nehme einen Cappuccino, wie immer. Gute Wahl. Arbeitest du schon lange in der Firma? Nein, erst seit 3 Monaten. Und du? Ich habe letzte Woche angefangen. Ich kenne noch nicht alle Kollegen. Das war bei mir am Anfang auch so. Aber alle sind nett. Du wirst dich schnell einleben. Ja, das glaube ich. Mir gefällt die Atmosphäre im Büro. Ja, und die Arbeit ist interessant, manchmal aber stressig. Das habe ich schon gemerkt. Aber man kann viel lernen. In welcher Abteilung arbeitest du? Im Online-Marketing. Ich mache Social Media und Werbung. Oh, spannend. Ich arbeite in der Personalabteilung. Viele Bewerbungen, viele Gespräche. Das klingt anstrengend. Aber du kennst bestimmt schon viele Leute. Ein paar, ja. Aber ich brauche noch Zeit, um mir alle Namen zu merken. Ich kann dir helfen. Ich bin gut mit Gesichtern. Haha, abgemacht. Wie lange wohnst du schon in Frankfurt? Seit 2 Jahren. Ich bin wegen der Arbeit hergezogen. Und du? Seit 6 Monaten. Ich finde die Stadt toll. Ja, Frankfurt ist modern und lebendig. Dieses Café ist übrigens mein Lieblingsort. Dann muss ich öfter herkommen. Unbedingt. Und wenn du willst, zeige ich dir noch ein paar schöne Orte in der Stadt. Gerne. Kommst du mit dem Auto oder mit der Bahn? Meistens mit der U-Bahn. Das ist schneller. Ich laufe gern, vor allem nach der Arbeit. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Das mache ich auch oft. Ein Spaziergang und ein Kaffee. Perfekt zum Entspannen. Klingt gut. Wir sollten das öfter machen. Auf jeden Fall. Soll ich dir meine Nummer geben? Ja, bitte. Sie ist 347 652 189. Super, ich habe sie gespeichert.
Ich schreibe dir später. Perfekt. Willkommen im Team, Laura. Danke, Daniel. Und danke für den Kaffee. Gern geschehen. Wir sollten langsam zurück ins Büro. Ja, stimmt. Lass uns gehen.